Hallo, mein Name ist Kai Regnens, ich bin Versuchsfeldleiter hier am Leibniz-Institut für werkstofforientierte Technologien, IWT, in Bremen. Und ich möchte heute das ein oder andere Fertigungsverfahren vorstellen, mit dem wir hier tagtäglich arbeiten. Die erste Station ist das Sägen, in diesem Fall Bandsägen von Aluminium, von Leichtmetall, was ich hier als erstes vorstellen möchte, und dazu am besten gleich eine Detailaufnahme. Ich säge mal ein, die macht ein schönes Geräusch. Das Wesentliche oder das Entscheidende ist jetzt, dass ein Sägeband kontinuierlich sozusagen an dem Werkstück herangeführt wird und durchgeführt wird und sich durch das Material durchsägt. Dazu schalte ich den Arbeitsgang ein und die Bandsäge arbeitet jetzt halbautomatisch durch das Material hindurch. Ja, das Ganze nennt man Sägen, das heißt, so wie zu Hause mit einer normalen Baumsäge oder mit einer normalen Holzsäge kann man Holz bearbeiten. Wenn man härtere Materialien, in diesem Fall leichtes, einfaches Aluminium bearbeiten will, nimmt man dazu automatische Maschinen wie diese Bandsäge. So, gleich ist das Material durchgesägt, bleibt es stehen oder es fällt um und die Maschine schaltet sich ab. Jetzt muss ich das Ganze wieder hochbekommen. Ich nehme das einfach mal eben weg hier. Unser Grundmaterial oder Rohmaterial ist gesägt, eine Platte, und dieses Material wollen wir jetzt in einem anderen Bearbeitungsverfahren weiter bearbeiten. Okay, wir haben das Rohmaterial abgesägt. Der nächste Bearbeitungsschritt oder Prozess ist das Drehen. Dazu spannen wir die Aluminiumronde, das Aluminiumscheibe in einen 3-Backen-Futter an einer Drehmaschine ein, klemmen es ordentlich fest und positionieren in diesem Fall unser Drehwerkzeug zum Plandrehen an der Runde. Das habe ich hier schon mal getan, vorbereitet. Ich fahre da jetzt einmal quer rüber, dazu schalte ich die Maschine jetzt ein. Das Werkstück dreht sich in diesem Fall und das Werkzeug bleibt stehen. Einmal zurück, einmal die Schnitttiefe einstellen und dann kann man auch an dieser Maschine den Vorschub auf Automatik stellen und die Maschine macht alles automatisch. In diesem Fall Plandrehen von Aluminium mit einem Hartmetallwerkzeug. Das Werkzeug wird durch die Führung an dem Bauteil vorbeigeführt und nimmt den Span ab durch das Zerspanwerkzeug. So, bis zur Mitte und wieder raus. Und angehalten. Damit ist die Probe weiter vorbearbeitet. Wir haben jetzt eine schöne plane Fläche und damit würden wir jetzt zum nächsten Bearbeitungsschritt gehen. Ja, wir sind jetzt beim dritten Bearbeitungsprozess, beim Bohren mit einer Ständerbohrmaschine. Dann wollen wir mit einem Hartmetallbohrer sozusagen in das Aluminium Löcher hineinbohren, deswegen auch bohren. Dazu habe ich einmal ein Werkzeug eingespannt, das Werkstück ist auch eingespannt und den Vorschub des Werkzeugs, den müssen wir jetzt von Hand erbringen. Dazu schalte ich die Bohrmaschine ein.
mehr Licht. Ja, also wir bringen jetzt die erste Bohrung ein. Wie gesagt, das muss man jetzt von Hand machen. Dadurch, dass es Aluminium ist, kann man das Ganze auch trocken bearbeiten. Das heißt, man muss nicht mit irgendwelchen Kühlflüssigkeiten arbeiten. Das lässt sich hervorragend zersparen. So, das Ganze machen wir jetzt nochmal. Okay, wir machen es noch ein zweites Mal. Wir bringen noch ein zweites Loch in unsere Aluminiumplatte ein. Das kann man wunderbar, hervorragend auch fühlen, wie gut sich das Material bearbeiten lässt. Gut, sparen wir das Werkstück wieder aus. Machen die Späne ein bisschen ab. Also, wir haben jetzt das Bauteil abgesägt von der großen Stange. Wir haben es einmal plan bearbeitet und wir haben jetzt 2 Bohrungen eingebracht. Das mehr oder weniger immer noch mit handgeführten Geräten. Und wir würden jetzt das Ganze nochmal machen auf einer CNC-Werkzeugmaschine, um zu zeigen, wie vollautomatisch das eigentlich Maschinen mittlerweile machen können. Ja, wir sind jetzt an einer 5-Achs-Bearbeitungszentrum, an einem 5-Achs-Fräs-Bearbeitungszentrum und würden jetzt diese Probe, die wir ursprünglich von der großen Stange abgesägt haben, jetzt einmal plan bearbeiten. Das nennt man Fräsen. Fräsen deshalb, das Werkstück steht still, das Werkzeug dreht sich mit einer großen Drehzahl und wird an das Werkstück herangeführt und die Planfläche wird bearbeitet. Danach würden wir das Ganze noch mit einer Bohrung versehen und eine Nut in dieses Werkstück einbringen. So, das ist einmal die grobe Vorbearbeitung und es ist eine Schlichtbearbeitung, die jetzt noch stattfindet. Das Werkzeug wird einige Male über das Werkstück geführt und die Fläche wird plan bearbeitet. Dieses nennt man jetzt auch Schlichten. Jetzt wird das Werkzeug gewechselt. Als nächstes kommt ein Bohrer, mit dem die Bohrungen eingebracht werden. Erst wird angesenkt. Aha. Jetzt kommt der Bohrer, der die Bohrung in das Werkstück einbringt. Jetzt wechseln wir noch auf einen Gewindefräser, mit dem das Gewinde in diese Bohrung eingebracht wird, sodass man das Bauteil nachher über Befestigungselemente, also Schrauben, befestigen kann. Jetzt erfolgt der Wechsel auf ein Fräswerkzeug, mit dem eine Nut in das Werkstück eingebracht wird. Nutenfräsen.
Die Nut wird geschlichtet. Gut, das ist das bearbeitete Werkstück. Wir haben einmal plan gefräst, wir haben zwei Bohrungen eingebracht, wir haben in eine Bohrung ein Gewinde eingebracht, eingefräst und wir haben eine Nute gefräst mit anschließenden Schlichtvorgängen und einmal rundherum entgratet, sodass man das Teil gefahrlos auch anfassen kann. Das waren jetzt die verschiedenen spannenden Fertigungsverfahren, die wir hier tagtäglich anwenden.